Hi und herzlich willkommen auf dem Stoffmieze YouTube-Kanal. Heute zeige ich euch, wie ich diese Wetbag hier ganz ohne Schnittmuster genäht habe. Diese hat eine Breite von ca. 39 Zentimeter und eine Höhe von 58 Zentimeter. Man bekommt hier also problemlos mehrere Handtücher und auch die Badesachen rein. Falls euch mein Video gefallen sollte, dann freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, könnt ihr gerne den Kanal kostenlos abonnieren, dann das kleine Glöckchen aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Weitere Videos und Nähanleitungen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß bei diesem Video. Für das Projekt benötigt ihr beschichtete Baumwolle. Für Außen- und Innentasche habe ich hier zwei verschiedene Stoffe gewählt und dann noch einen Endlosreißverschluss und einen Zipper. Zunächst einmal habe ich mir die Teile für die Vorderseite für Außen- und Innentasche zurechtgeschnitten. Diese haben die Breite von 41 cm und eine Höhe von 50 cm. Die Vorderseite besteht ja aus zwei Teilen, deswegen habe ich hier jeweils nochmal einen Streifen zugeschnitten, der eine Breite von 41 cm und eine Höhe von 10 cm hat. Für die Schlaufe habe ich mir ein Rechteck vom Außenstoff zurechtgeschnitten. Dieses hat die Maße 25 x 6 cm. Dann benötigt ihr noch 4 Reißverschlussblenden, und zwar 2 vom Außenstoff und 2 vom Innenstoff mit den Maßen 4 x 4 cm und dann den Endlosreißverschluss mit 39 cm, also den habe ich 2 cm kürzer gemacht, als meine Stoffteile breit sind. Zunächst einmal wird die Schlaufe vorbereitet. Hierzu falte ich mir den Stoff einmal in der Mitte, fahre da mit den Fingern lang, so dass dann später, wenn man es wieder aufklappt, ein Falt zu sehen ist. Dann nehme ich die beiden Seiten, klappe die jeweils auch in die Mitte, fahre da auch schön mit den Fingern lang und klappe das Ganze dann nochmal in der Mitte zusammen. Und dann könnt ihr hier mit einem Gradstich knappkantig absteppen, entweder an beiden Seiten oder halt nur an einer Seite. Ich mache das hier nur an einer Seite, und zwar an der offenen. Anschließend bereiten wir den Reißverschluss vor. Hierzu falte ich meine Blenden links auf links und lege diese dann an die Enden meines Reißverschlusses. Genau, also die Öffnung muss nach hinten zeigen und achtet dabei, dass der Außenstoff auch auf den Zähnchen ist und der Innenstoff entsprechend innen liegt. Genau, und wie gesagt, die Öffnung zeigt bei beiden nach außen. Auf der anderen Seite macht ihr das ganz genauso. Hier ist es nur etwas schwieriger, weil hier die Öffnung des Reißverschlusses ist. Also vielleicht noch am besten hier mit einer Stecknadel irgendwie zusammenstecken. Genau, und hier kommt wieder der Außenstoff auf die Zähnchen. Dabei achten, dass die offene Kante nach außen zeigt und den Innenstoff dann auf der anderen Seite festklammern. Wenn dann alles festgesteckt ist, dann nähe ich hier knappkantig mit einem Gradstich entlang, genauso an den Blenden, hier auch knappkantig mit einem Gradstich die Blenden festnähen. Ja, die Schlaufe ist dann erstmal fertig genäht und kann beiseite gelegt werden. Beim Reißverschluss habe ich mir hier, wo der Zipper ist, einfach noch eine Stecknadel reingesteckt, sodass das besser zusammenhält. Genau, und das hat sich dann ganz gut genäht. Dann machen wir Folgendes, und zwar klappen wir jetzt die Blenden nach außen und nähen hier nochmal knappkantig mit einem Gradstich rüber. Jetzt mache ich Folgendes, und zwar habe ich jetzt hier meinen Reißverschluss und den lege ich mir mit den Zähnchen nach unten auf meinen Außenstoff und klammer das erstmal fest.
Im Anschluss nehme ich mir meinen Innenstoff und lege diesen rechts auf rechts auf und stecke diesen ebenfalls fest. Und achte dabei, dass alles hier schön bündig ist. Im Anschluss geht ihr an eure Nähmaschine, spannt den Reißverschlussfuß ein, damit ihr möglichst nah an den Zähnchen entlang nähen könnt und näht dann hier mit einem Gradstich entlang. Und passt dabei auf, dass euch die Lagen nicht verrutschen und dass alles schön bündig liegt. Ja, was ich hier jetzt noch zusätzlich gemacht habe, ist das Ganze noch einmal von außen abgesteppt, nahe dem Reißverschluss. Genau, und so sieht das dann von außen und so von innen aus. Und jetzt nehme ich hier mein zweites Vorderteil, lege dieses wieder rechts auf die Zähnchen und klammer mir das erstmal fest. Im Anschluss nehme ich mir das zweite Teil vom Innenstoff, lege dieses auch rechts auf den Innenstoff und klammer das hier auch wieder mit fest. Hier auch wieder aufpassen, dass alles schön bündig ist und dass alle Lagen erwischt werden. Jetzt nähe ich das Ganze hier wieder mit meinem Reißverschlussfüßchen an und anschließend steppe ich das Ganze dann wieder von außen ab. So, die Vorderseite ist jetzt fertig. Jetzt brauchen wir ja noch eine Rückseite. Und zwar messe ich mir hier die Höhe ab, einmal von oben bis nach unten. Das sind bei mir hier 60 Zentimeter. Die Breite bleibt ja gleich. Das sind hier 41 Zentimeter. Genau, und diese schneide ich mir dann noch aus dem Außen- und aus dem Innenstoff einmal zu. Jetzt lege ich die Außenteile rechts auf rechts übereinander und achte dabei, dass der Reißverschluss offen ist und stecke mir das Ganze erstmal fest. Von oben aus werden bis zum Ende des Reißverschlusses alle Lagen festgesteckt und ab da an werden Außen- und Innentasche separat festgesteckt. Im Anschluss drehe ich dann das Ganze um und mache das gleiche dann mit der Innentasche. Wenn ihr dann alles festgesteckt habt, müsste das in etwa so aussehen. Mit dem Nähen starte ich hier am Reißverschluss, nehme alle Lagen mit, gehe hier oben entlang und höre dann am anderen Ende des Reißverschlusses auf. So, im Anschluss daran, also unter dem Reißverschluss, nähe ich dann nur noch die Außentasche zusammen, genau, ringsherum wieder bis zum Anfang auf der anderen Seite des Reißverschlusses. Ich nähe hier mit einem Gradstich und mit einer Nahtzugabe von 1 cm. Bei der Innentasche fangt ihr hier an zu nähen, näht hier ringsherum, lasst hier unten eine ausreichend große Wendeöffnung, ich sag mal so circa 10 bis 15 Zentimeter. Dann näht ihr hier weiter und hört hier dann wieder auf. Fast hätte ich die Schlaufe vergessen, diese lege ich mir hier zusammen und stecke die nach innen. Genau, und klammer die hier einfach oben mit fest. Und hier nähe ich dann ein paar Mal rüber, damit das schön festhält. So sollte dann das Ganze aussehen, wenn es genäht ist. Also wie gesagt, hier oben sind Außen- und Innenbeutel miteinander vernäht. Und genau, ab dem Reißverschluss dann unten sind beide Beutel extra genäht. Ja, jetzt schneide ich mir hier noch die Ecken zurück und auch die Nahtzugabe etwas mit meiner Zickzackschere zurück. Dann ist das gleich etwas versäubert. Außer hier unten an der Wendeöffnung, da lasst ihr bitte die Nahtzugabe stehen.
Im Anschluss kann das Ganze durch die offene Wendeöffnung gewendet werden. Die Ecken könnt ihr euch mit einem spitzen Gegenstand ausformen und im Anschluss kann dann die Wendeöffnung geschlossen werden. Ich klappe hier meine Nahtzugabe nach innen und gehe hier knappkantig mit einem Gradstich rüber. Im Anschluss kann dann die Innentasche in die Außentasche gesteckt werden. Ja, und so sieht dann das fertige Ergebnis aus. Die Tasche bietet jede Menge Platz für Badesachen oder kann auch als Kita-Tasche verwendet werden. Ja, oder. Dann hoffe ich, dass euch mein Video gefallen hat. Falls ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da oder einen netten Kommentar. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Dann bis zum nächsten Video. Eure Stoffmieze.